Herzlich willkommen bei Video Wissen. Hier kommt zeitgleich zum Vortrag auf Urkner Weltall und das Leben die Fragerunde zum Vortrag von Hans-Joachim Blome von der RWTH Aachen. Er hat den Vortrag gehalten am DLR in Köln und das Thema war das primordiale Magnetfeld. Gute Unterhaltung. Ja, das war damals in der Zeit, wo eben darüber nachgedacht wurde, was kann man auf dem Mond an Wissenschaftsstationen einrichten, mit was für Beobachtungen. Und im Prinzip hat sich natürlich die Radioastronomie in den 2 oder 3 Jahrzehnten weiterentwickelt, sodass man vieles heute auch von der Erde machen kann oder aus dem Weltraum mit anderen Teleskopen. Aber trotzdem wäre der Mond noch nützlich, klar, als Beobachtungsplattform, nicht nur für Magnetfelder, auch für was anderes. Auf jeden Fall wäre der Mond als Forschungsstation eine nützlichere und sinnvollere Zielobjekt als für Weltraumtourismus. Ich bin ein erklärter Gegner davon, Menschen ohne wissenschaftliche Motivation auf den Mond zu bringen. Müssen erstmal hier auf der Erde unsere Probleme lösen, dann können wir mal über andere Besiedlungen nachdenken. Aber der Mond ist natürlich als Objekt, was sein eigenes Magnetfeld angeht, eben auch interessant. Denn das Magnetfeld des Mondes ist ja nicht gleich null, nur es ist halt sehr, sehr viel inhomogener, weil der Mond eben, jedenfalls heute, nicht mehr ein flüssiges Inneren hat. Und damals war das so ein bisschen der Hintergrund. Also kann man so ein Beobachtungsgerät auf dem Mond installieren für die Beobachtung von Magnetfeldlinien. Aber ich glaube, heute durch den Fortschritt der anderen Techniken hätte das, glaube ich, nicht mehr die sinnvolle Priorität. Es ist vollkommen richtig, dass man bei der Frage, welche Magnetfelder können in welchen Situationen entstehen, nicht nur die Feldstärke angibt, sondern dann auch, man nennt das Kohärenzlänge, also über welche Skala ist das Magnetfeld eigentlich da. Und insofern spielen eben diese Magnetfelder, die bei der Emanzipation von elektroschwacher und elektrodynamischer Kraft eine Rolle spielen, erstmal gar keine Rolle. Das sind kleine Magnetfeld, was die Auswirkungen angeht, was die Ausdehnung angeht. Aber als Saatfelder würden sie natürlich schon eine Hilfestellung geben, wenn dann in der späteren Entwicklung also Galaxien entstehen, durch die in diesen Galaxien oder auch in den Sternen dann eher geordnet vorgehenden Strömen. Darum spricht man eben vom Saatfeld, aber damit das wirklich ein Magnetfeld makroskopischer Größe wird, also siehe Sonne, da hat man dann die Konvektion und die Bewegung vom Zentrum in die Randbereiche. Man hat die Rotation, dem folgt ja auch dieses fluide Medium. Also auf die Weise muss man dann aus solchen eher kleinskaligen Magnetfeldern über längere Strecken, also kohärente, großräumige Magnetfelder machen. Das ist ein nicht triviales Problem. Ja. Aber jetzt geht es bei diesen Fragen ja immer da erstmal überhaupt zu erklären, wo können Magnetfelder entstehen. Und ich hatte, glaube ich, bei dem Harrison-Effekt gesagt, dass das auf einer Längenskala von 1 Megaparsec sind. Ich meine, das ist schon eine Menge. Aber da muss man halt immer genau gucken, nochmal, unter welchen Annahmen ist das berechnet worden. Aber das heißt nicht, dass der Effekt an sich nicht funktioniert, ne? Aber es ist schon ein wichtiger Gesichtspunkt. Ja. Also dass es Sterne gibt oder Galaxien gibt, das ist erstmal primär ein Geschenk der Gravitation. Denn ohne die Gravitation gäbe es gar nicht darum heißt es ja auch gravitative Instabilität und dass sich dann es müssen irgendwie Inhomogenitäten vorhanden sein, wie eben angesprochen über die Inflation. Also wenn Sie eine reine homogene isotrope Expansion haben, und Sie sagen, statistische Fluktuationen habe ich ja immer. Da kriegen Sie keine Galaxien in der zur Verfügung stehenden Zeit. Das war die Situation etwa in den 60er Jahren. Und noch 1975, als ich meine Diplomarbeit anfing, war es vollkommen rätselhaft, wie eigentlich Galaxien entstehen können in der zur Verfügung stehenden Zeit, weil 2 Dinge gar nicht bekannt waren. Man kannte nicht die dichte Inhomogenitäten auf der Himmelskarte der Hintergrundstrahlung und man kannte nicht das, was man heute exotische dunkle Materie nennt. Und man wusste nur, wenn es normale Materie gibt, also normale Inhomogenitäten aus normaler Materie, die kann in der Plasmaphase gar nicht groß wachsen. Und in der Zeit nach der Rekombination bis zu dem Zeitpunkt, wo man die ersten Galaxien beobachtete, ist der Zeitraum viel zu kurz. Das war ein riesiges Problem, Mitte der 70er Jahre noch. Und dann kam halt die Hypothese mit der dunklen Materie als Fluktuationsverstärker. Und das ist ja bis heute, wenn man es mal ganz streng nimmt, eine sehr sinnvolle Hypothese.
aber wir kennen kein einziges Teilchen, was exotische dunkle Materie darstellen würde. Angenommen, man könnte definitiv den Beweis führen, es gibt keine dunkle Materie. Da müssen wir uns mal wieder hinsetzen und kreative Gedanken entwickeln, wie wir dann eine Galaxienbildung zustande kriegen. Und hier in der Volkssternwarte, die war in Köln, in Bonn. Volkssternwarte Bonn war Anfang des Jahres der Herr Krupa, der berechtigterweise eine Alternative, eine Erweiterung der Newtonschen Theorie, Modifizierung der Newtonschen Theorie und damit letztlich auch der allgemeinen Relativitätstheorie ein bisschen favorisiert, um aus diesem Dilemma dann rauszukommen, wenn man keine dunkle Materie hat. Aber damit habe ich jetzt ein Nebengleis beschrieben. Sie hatten ja gefragt, Zusammenwirkung von Gravitationskraft und Magnetkraft. Natürlich, die Gravitation schafft die Voraussetzung, dass sich Galaxien und da drin dann Sterne bilden können. Und dann spielt aber sozusagen rein ganz wesentlich das magnetische Feld, also wie bei dem Dreh-Impulstransport bei der Sternentstehung. Oder eben, naja, das ist ja die Frage, die hat ja auch Rainer Beck thematisiert, könnte man sagen, dass die Tatsache der Spiralarme irgendwie eine Konsequenz sind des Magnetfeldes, oder ist es umgekehrt so, dass das Magnetfeld eine Anpassungsstrategie an die Bewegung der Materie ums Zentrum stattfindet? Also das ist sicherlich eine spannende Frage. Ja, also sonst macht man für die Entstehung der Spiralstrukturen ja diese sogenannte Dichtewellentheorie verantwortlich, also Instabilitäten in so einer Scheibe. Und vielleicht sollte ich generell einfach in Erinnerung rufen, wenn Sie so einen Spiralnebel sehen. Zentrum und Scheibe und darin bewegen sich Sterne und das Gas. Die Gase, die Sterne bewegen sich entsprechend dem dritten Keplerschen Gesetz natürlich da um das Zentrum herum. Und das bewegt sich auch schneller als das Muster dieser Dichtewellen. Das heißt, diese Dichtewellen bewegen sich zwar auch um das Zentrum, aber es ist nicht so, dass die Spiralstruktur einfach nur von der Bewegung der Sterne und der leuchtenden Gaswolken entsteht. Das war lange Zeit auch ein Problem. Und ja, aber da würde ich vorsichtig sein, ob die Magnetfelder da gestaltfördernd sind oder ob sie eher die Gestalt annehmen, die die Bewegung der Materie vorgibt. Das ist Magnetohydrodynamik, ist immer so ein Wechselspiel. Aber die Gravitation ist klar, ist die Seele des Universums, ne? Die spielt überall rein. Also die Frage war bei der Folie, wo ich gesagt habe, am Anfang oder aus der Phase der Inflation können dichte Inhomogenitäten, Gravitationswellen, vielleicht auch Magnetfelder hervorgehen. Und dichte Wellen, also ich weiß nicht, worauf die Frage jetzt abzielt, ob auf die Dichtewellen, die ich gerade in der Diskussion mit dem Kollegen hier in der ersten Reihe geführt habe. Ansonsten sind Dichtewellen Wellen, die in einem elastischen Medium, einem Gas, sich ausbreiten, dass die Dichte halt sich periodisch ändert. Also wie bei Schallwellen der Druck sich periodisch ändert. Naja, ich meine, für die Altersbestimmung spielt immer eine ganz wesentliche Rolle, dass man die Expansionsrate sehr genau kennt. Und dann muss man halt immer die Ungleichung erfüllen. Also die Sterne müssen etwas jünger sein als das, was man aus der Expansion des kosmologischen Modells ableitet. Ne? Sonst ist es ein Problem, wenn die Sterne älter sind als die Welt. So, und diese Ungleichung stimmt aber auch mal auf andere Objekte ausweitet ganz gut. Es gibt nur ein Problem, was wir derzeit haben. Das ist, dass die Messung des Hubble-Parameters, des Expansionsparameters, differiert, je nachdem, welche Methode man benutzt. Also die Messungen mithilfe der Hintergrundstrahlung von Planck liefern immer 67 Kilometer pro Sekunde pro Megaparsec. Und es gibt ein statistisch signifikantes anderes Resultat, wenn man Cepheiden oder dann Supernova vom Typ 1a nimmt, also die klassische Entfernungsleiter der Astronomie. Und da kommt man zum Hubble-Parameter von 72. Und das kann man nicht mehr mit statistischer Unsicherheit erklären, zwischen 67 und 72. Und das ist schon ganz spannend, was sich dahinter verbirgt. Und immer wenn so etwas auftaucht, dann tauchen mit mal wiederum Ideen auf, die mal zu den Akten gelegt wurden. Also wenn ich jetzt sage, aus Vorurteilsgründen, ist das vielleicht zu hart oder aus Vereinfachung. Also Sie wissen ja, das kosmologische Standardmodell derzeit geht davon aus, dass der Weltraum euklidisch ist, eine euklidische Geometrie. Das heißt, es ist ein euklidisches Weltall
und kein geschlossenes, wo man sagen könnte, das ist ein endlicher Weltraum, der expandiert, aber der ist endlich, aber unbegrenzt natürlich. Ne? So, das hat dazu geführt, dass ein ganz renommierter Astrophysiker, der jahrelang mit Hawking auch zusammengearbeitet hat, George Ellis, zusammen mit einem Doktoranden nochmal revitalisiert hat, dass der Kosmos eben tatsächlich geschlossen ist, endlich unbegrenzt, auf einer großen Skala natürlich und nicht euklidisch und flach. Und das könnte diese Diskrepanz zwischen diesen beiden Hubble-Parameterbestimmungen möglicherweise entschärfen. So, jetzt sage ich eine wissenschaftsgeschichtliche auf kleiner Skala dazu. Ein geschlossenes Universum haben auch damals wir in Bonn, also Carsten Vandenbroek, Josef Höll, Wolfgang Priester und ich, favorisiert. Das war aber damals irgendwo bei vielen Kollegen so, dass sie sagten, Einfachheitsannahme, es spricht nichts dagegen, die Weltgeometrie ist euklidisch. Ich wäre da mal vorsichtig. Also die Abenteuer der Wissenschaft und Kosmologie ist noch nicht zu Ende. Wir werden nicht zu einer grundlegenden Revision aller Dinge kommen, aber es kann schon sein, dass so ein paar Dinge halt irgendwo nachkalibriert werden müssen. Auch die Tatsache der beschleunigten Expansion des Universums, ja, war bis in die, wie soll ich sagen, Jahresversammlung der Astronomischen Gesellschaft oder Texas Symposium Relativistische Astrophysik 1992 in Berkeley. Da wurde man schon ein bisschen komisch angeguckt, wenn man sagte, es könnte ja auch sein, dass der Kosmos beschleunigt expandiert. Also Wissenschaft wird von Menschen gemacht mit den jeweiligen menschenspezifischen Weitsichtigkeiten, Engstirnigkeiten, Vorurteilen oder wie auch immer. Ja, 1997 wurde es beobachtet, ja, dass die Expansion beschleunigt ist. Also insofern muss man mal abwarten, was wir in den nächsten 10 Jahren noch an Überraschungen bekommen. Der Modifizierung. Nicht, dass man sagen wird, die Kosmologie ist unmöglich und wir kehren zurück zu irgendeinem Weltbild von irgendwelchen, was weiß ich, alternativ denkenden Typen. Ja. Euklidische Geometrie lernt man in der Schule. In der euklidischen Geometrie ist die Winkelsumme im Dreieck 180 Grad. In der euklidischen Geometrie schneiden sich Parallelen auch im Unendlichen nicht, sondern bleiben immer parallel. Und seit dem 19. Jahrhundert durch Gauss hat man halt gelernt, dass es eben auch Geometrien gibt. Und eine davon ist ja auch sofort offensichtlich auf einer Kugeloberfläche. Die ist eben nicht euklidisch. Ne? Und da ist die Winkelsumme eben dann nicht mehr 180 Grad. Und diese Art von Überlegungen kann man dann ausweiten und sagen, na gut, Kugeloberfläche, jetzt nehme ich mal eine Sattelfläche. Ne? Und da gilt eine hyperbolische Geometrie. Und diese 3 Begriffe, euklidisch, parabolisch und sphärisch, die kann man dann verallgemeinern von der Fläche auf den Raum. Ne? Das hat damals in Anschließung an Gauss hat es Riemann gemacht und dann die italienische Schule, Ricci und noch einige andere. Und dann hat Einstein das benutzt, um seine allgemeine Relativitätstheorie zu formulieren. Ja. Und dann spielt das immer eine Rolle. Also Sie können ja fragen, ich habe ein schwarzes Loch, ein Stern, was ist die Geometrie in der Umgebung eines schwarzen Loches? Und die ist dann immer so trichterförmig. Man sagt dann, das ist keine euklidische Geometrie. Das ist dann so in der Darstellung immer das Flamsches Paraboloid. Also die Geometrie ist abweichend von Euklid und dann sagt man gekrümmt. Egal wie die Spezifizierung dann ist. Ja. Also es hat viele Versuche gegeben zu sagen, ja gut, der Raum ist nicht gekrümmt, wir bleiben im flachen Raum und machen eine Gravitationstheorie, eine relativistische Gravitationstheorie im flachen Raum. Das haben versucht so namhafte Leute wie Richard Feynman. Das hat versucht Walter Thirring in Österreich, auch ein hervorragender Theoretiker. Das hat versucht mein Doktorvater mit einem Vordoktoranden und ich habe dann auch in der Richtung etwas gearbeitet. Aber man kommt immer an den Punkt, wo das Ganze inkonsistent wird. Und man landet dann, wenn man es konsistent machen will, so, man nennt das feldtheoretische Formulierung der Gravitation im flachen Raum, ne? Also euklidisch oder pseudo-euklidisch. Man kommt immer dazu, dass man eine Inkonsistenz hat, die, wenn man sie dann repariert, landet man mal wieder da, wo Einstein schon mit angefangen hat, ne? Nämlich mit einer Riemannschen Geometrie und nichts davor und keine Infrastruktur, die dann flach ist oder pseudo-euklidisch ist. Was nicht heißt, dass für manche qualitativen Diskussionen und heuristische Modelle sich zu machen,
durchaus man mit der Näherung arbeiten kann. Also wenn man zum Beispiel Gravitationswellen herleiten will oder die Einstein-Gleichung dafür lösen will, dann macht man auch immer die Annahme, naja, wir nehmen mal an, der Raum ist pseudo-euklidisch und dann gibt es so kleine Abweichungen, ne? Und die kleinen Abweichungen sind dann die Gravitationswellen. Und das hat schon eine bestimmte Tragweite, aber man weiß genau, man macht eine Näherung. Und auf den Kosmos als Ganzes kann man das so nicht übertragen. Also so wie wir lokal Erdvermessung können wir auch mit euklidischer Geometrie machen. Ne? Nur wenn wir sozusagen Geodäsie treiben auf planetaren Ausmaßen, dann muss man halt eine etwas andere Geometrie benutzen. Und so ist es. Nee, das berührt etwas die Frage, die der Kollege da gestellt hat, ob sich Magnetfelder so aufaddieren können, dass ich erstmal Magnetfelder habe, die so lokal sind. Und wie komme ich dann zu dem konzertanten Magnetfeld, was dann wirklich die großräumige Struktur so vielleicht von einem Wolkenkomplex oder einer Galaxie bestimmen kann. Aber das ist einfach zu Kurzreichweite. Ich meine, es ist auch, ich habe es jetzt nicht genau im Kopf, aber ich weiß, es hat mich mal tief beeindruckt, die elektrischen Potentialdifferenzen, die es hier gibt im zellularen Bereich, ja, die sind enorm. Ja. Da sagt man sich, warum kriege ich eigentlich nicht sofort einen elektrischen Schlag? Und das liegt immer einfach daran, dass es auf einer ganz, ganz kleinen Skala, und das ist jetzt die Antwort auf Ihre Frage, die menschlichen Magnetfelder, schon nicht hier die von den Zellen, addieren sich auf. Sonst hätten wir ja vielleicht statt 10 noch minus 9 Gauss, wenn die sich alle aufsummieren würden, hätten wir schon ein gewaltiges Magnetfeld im Kopf. Nee, das spielt genau diese Frage eine Rolle der Kleinskaligkeit, der Skalenlänge des Magnetfeldes. Also die Frage war, ob die 4 bekannten Wechselwirkungen etwas zu tun hat mit den 4 Dimensionen der Raumzeit, also 3 räumlichen Dimensionen und eine zeitliche Dimension. Dies hat zunächst mal gar nichts miteinander zu tun. Was nicht heißt, dass die Definition von Kräften und deren Entfernungsabhängigkeit etwas zu tun hat mit der Raumdimension. Vielleicht kann ich das einfach, damit die Frage eine sinnvolle, konkrete Antwort als Flucht noch hat, so sagen. Es gibt Theorien, die behaupten, dass unser Kosmos ein Teil eines Multiversums ist. Ne? Also es sagt vielleicht einigen etwas. Das heißt, es gibt nicht nur unseren Kosmos, sondern es gibt auch einen anderen Kosmos noch. So, wie kann ich mir das jetzt vorstellen? Dann ist sofort die Frage da, wo sind die anderen Dimensionen, in denen sozusagen in diesem Multiversum dann auch noch die anderen Universen eingebettet sind? Und diese Theorie vom Multiversum hat immer als Konsequenz, dass man mindestens 9 weitere Dimensionen hat. Wo sind die? Da gibt es mehrere Antworten drauf. Die eine Antwort ist die, ja, die sind alle kompaktifiziert. Ne? Die sind da, aber auf einer räumlichen Skala, da spielen sie halt keine Rolle. Oder sie sind halt doch makroskopisch. Ja, gut, dann wird es interessant, da wird es fast metaphysisch. Das würde ja bedeuten, unser Kosmos ist eingebettet in irgendeinen so 10-dimensionalen Raum. Von der Mathematik ist es vollkommen d'accord. Sie können also ich habe die Formel zufällig im Kopf, jeden n-dimensionalen Raum kann man einbetten in einen n mal n plus 1 halbe dimensionalen Raum. So. Also Sie können eine Kugel einbetten in einen 3-dimensionalen Raum. Und so können Sie eine Kugeloberfläche auch einbetten das ist von der Mathematik ist überhaupt kein Problem. Jetzt kommt die Physik. Angenommen, das wäre so, dass es zusätzliche Dimensionen gibt, und jetzt kommt vielleicht die Anknüpfung an die Kraftfrage hier aus dem Zuhörerkreis. In dem Moment, wo ich mehr als 3 Dimensionen habe, ist auch in dem Raum, in dem ich lebe, mit den 3 Dimensionen, das Kraftgesetz zum Beispiel, im Coulomb-Gesetz oder das Gravitationsgesetz, etwas verändert. Das ist dann nicht mehr 1 durch r Quadrat, sondern 1 durch r hoch 2,000001. Also eine Abweichung. Und solche Experimente und Messungen sind tatsächlich gemacht worden. Also die Messung der Gravitationskonstante ist übrigens gar nicht so einfach. Und ich glaube, der Friedrich Schiller, Kollege in Düsseldorf, der hat das vor 1-2 Jahrzehnten schon so versucht, aber es haben auch andere Kollegen gemacht. Es gibt derzeit keinen Hinweis darauf, dass zum Beispiel an der Stelle sich irgendeine höhere Dimension auf die Entfernungsabhängigkeit der Kraftgesetze sich auswirkt. Also zunächst mal ist die Frage vollkommen entkoppelt. 4 Raum-Zeitdimensionen, 4 Kräfte, würde ich mal sagen, kann man darüber nachdenken, Sonntagnachmittag, aber derzeit